Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich wurde gebeten, heute über Rechte der Frauen im Islam zu sprechen, und das werde ich inshallah auch tun. Vorher möchte ich aber nochmal darüber reden, ob und warum Mann und Frau im Islam unterschiedliche Rechte haben. Denn ich finde, das ist für das allgemeine Verständnis sehr wichtig. In den vergangenen Jahrhunderten wurden die Frauen in den meisten Gesellschaften als ein Wesen zweiter Klasse betrachtet. Aber es gibt kein Wesen zweiter Klasse. Mann und Frau sind gleichwertig. Aber sie sind nicht gleich, denn sie haben unterschiedliche Körper, sie haben unterschiedliche Psychen. Und angepasst an diese Unterschiede haben sie eben auch gleichwertige Rechte, aber nicht identische Rechte. Denn das wäre doch ungerecht, wenn man zwei unterschiedliche Wesen genau identische Rechte gibt. Aber im Islam gibt es Gerechtigkeit und darum, angepasst an diese Unterschiede, wird eben dem Mann und Frau gleichwertige Rechte gegeben, aber nicht identische Rechte. Und im Islam ist der Mann der Verantwortungsträger und die Frau die Blume. Und das ist weder eine Benachteiligung der Frau noch eine Benachteiligung des Mannes. Und weder der Mann ist dadurch mehr wert, noch die Frau, sondern es ist einfach die richtige Betrachtung ihrer Natur. Die Seele der Frau ist sehr zart und bedarf mehr Ruhe und bedarf auch des Schutzes. Und wer ist für diesen Schutz zuständig? Genau, der Mann. Und das ist auch schon das erste Recht, auf das ich eingehen möchte. Und zwar das Recht auf Versorgung und Schutz der Frau durch ihren Ehemann. Im Koran in Sura 4, Ayah 34 steht, die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor. Das heißt, dass die Verwaltung der familiären Angelegenheiten und die Versorgung der Familie als Aufgabe des Mannes angesehen wird. Er ist dafür zuständig, seine Frau und, falls Kinder vorhanden sind, eben seine Familie komplett zu versorgen. Imam Sadiq wurde gefragt, was sind die Rechte einer Frau gegenüber ihrem Mann? Er antwortete, er muss ihren Magen füllen und sie mit Kleidung versorgen, und wenn sie einen Fehler begeht, so muss er ihr verzeihen. Die Frau hat also eindeutig das Recht auf eine vollkommene Versorgung durch ihren Ehemann. Eine weitere Überlieferung des Propheten besagt, der Mann ist der Verantwortliche der Familie und als solcher hat er für die ihm anvertraute Sorge zu tragen. Für eine Frau bedeutet eine Heirat nicht den Wechsel in einen Angestelltenstatus. Vielmehr heißt es, dass sie eine Lebensgefährtin und Partnerin ist für ihren Ehemann. Sie sind gegenseitig die Partner und Lebensgefährten. So heißt es in einer anderen Überlieferung, die Frau ist eine duftende Blume und keine Angestellte. Das bedeutet, Ehemann und Ehefrau, sie sind Partner, inshallah auf Ewigkeit, Lebensgefährten, Weggefährten, Freunde und natürlich mal verzichtet der eine, mal verzichtet der andere. Aus Liebe. Und solange diese Liebe in der Ehe vorhanden ist und die Entscheidungen aus Liebe getroffen werden, so wird inshallah diese Ehe immer weiter erblühen. Und in diesem Zusammenhang hat die Frau eben das Recht, wie eine Blume behandelt zu werden. Wenn sie sieht natürlich, mein Mann kommt erschöpft von der Arbeit, er hat Hunger und er hat sich für uns als Familie so angestrengt. Eine gütige Frau freut sich doch, ihrem Mann ein leckeres Essen zu bereiten, das Haus sauber zu halten, eine gemütliche Atmosphäre im Haus zu schaffen, saubere Kleidung bereit zu haben. Das ist ganz natürlich. Aber wenn ein Mann zum Beispiel auch sieht, meine Frau ist müde, sie ist erschöpft, der Haushalt stapelt sich, so liegt es auch an ihm, ihr die Haushalt mal abzunehmen, ihr unter die Arme zu greifen, ganz nach dem Vorbild des Propheten. Dazu wurde unter anderem überliefert, wenn er die Zeit dazu fand, besserte er selbst seine Kleidung aus und flickte seine Schuhe. Er arbeitete wie andere Männer auch im Haus. Und ein Mann büßt nicht an Männlichkeit an, wenn er im Haushalt hilft. Als ein weiteres Beispiel möchte ich eine Geschichte von Imam Khomeini anführen, die ebenfalls diese Aussage bestärkt. Die Tochter Imam Khomeinis berichtete, der Imam hatte außerordentlichen Respekt vor seiner Ehefrau.
Zum Beispiel lüge ich nicht, wenn ich sage, dass in einer Zeit von 60 Jahren Zusammenleben er nicht einmal nach dem Essen auf dem Esstisch gegriffen hat, bevor seine Frau da war. Noch hatte er die kleinsten Erwartungen von ihr. Ich kann sogar sagen, dass in einer Zeit von 60 Jahren Zusammenleben er niemals auch nur um ein Glas Wasser gebeten hat. Er ist immer selbst aufgestanden. Und wenn er nicht in der Lage war, selbst aufzustehen, fragte er höflich, ist das Wasser nicht hier? Er sagte nie, steh auf und bring mir ein Glas Wasser. Und so ging er nicht nur mit seiner Ehefrau um, sondern auch mit allen seinen Töchtern. Und das ist doch ein wunderschönes und zugleich sehr starkes Vorbild für uns. Im islamischen Recht hat die Frau sogar das Recht, Gehalt von ihrem Ehemann für ihre Hausarbeit zu verlangen. Wenn sie es verlangt, muss er sie für die Haushaltstätigkeiten und all jenes bezahlen und sogar für das Stillen kann eine Frau Geld verlangen. Natürlich, einige möchten das nicht und das ist auch vollkommen okay. Das ist eine individuelle Entscheidung und am Ende ist es eine Abmachung zwischen Mann und Frau, da hat sich niemand einzumischen. Aber ich finde es eben sehr interessant, dass dieses Recht aus islamischer Sicht der Frau vorbehalten ist, dass sie dieses Recht hat. Denn ich finde, es unterstreicht eben, dass diese Tätigkeit, diese Arbeit von der Frau keine Selbstverständlichkeit ist. Und damit sind wir auch direkt bei einem weiteren Recht, nämlich das Recht, das alleinige Recht auf Verdientes und Geerbtes. Und ich finde, dieses Recht erklärt auch das Erbrecht sehr gut. Also, dass es eine logische und klare Entscheidung ist, dass die Frau sozusagen weniger erbt als der Mann. Es wird überliefert, dass Imam Rida dazu erklärt, der Grund, warum Frauen den halben Anteil der Männer erben, ist, dass wenn eine Frau heiratet, eine Frau nimmt und ein Mann gibt. Aus diesem Grund haben Männer einen größeren Anteil. Ein weiterer Grund ist, dass eine Frau abhängig ist von ihrem Ehemann und er für ihre Ausgaben zahlen muss. Doch ist es nicht nötig, dass eine Frau für die Ausgaben ihres Mannes zahlt oder ihn finanziell unterstützt bei Bedürftigkeit. Deshalb haben Männer einen größeren Anteil und dies ist die Interpretation von der Erklärung von Allah. Männer sind die Beschützer und Verantwortlichen der Frauen, aufgrund des Vorteils, den Allah den einen vor den anderen gegeben hat und weil sie von ihren Mitteln unterstützen. Die Frau hat also das Recht, alles, was sie verdient, für sich selber verdient und auch erbt, für sich selbst zu verwenden. Sie muss davon nicht die Miete zahlen, nicht die Kleidung, nicht Spielzeug für die Kinder oder Essen zahlen, sondern der Mann ist eben für diese Dinge zuständig. Damit ist aber nicht gemeint jetzt Luxusschuhe und Luxuskleidung, Luxustaschen, sondern eben Dinge, die für den allgemeinen Gebrauch notwendig sind eben. Auch rein erschaffungstechnisch haben Frauen besondere Rechte von Allah eingeräumt bekommen. Und zwar hat eine Frau das Recht, eine Mutter zu werden. Und dieses Recht ist nur einer Frau vorbehalten. Und dazu gibt es wirklich eine wunderschöne Überlieferung, und zwar: Das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter. Das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter. Was für eine starke Überlieferung. Mütter sind wertvoll, ihre Arbeit ist wertvoll, denn ihr müsst immer daran denken, hinter jedem Gelehrten, hinter jedem Arzt, hinter jedem Präsidenten, hinter jeder anderen Mutter, hinter jeder Haushaltsfrau, hinter jeder einzelnen Person auf dieser Welt steht eine Mutter und dieser Mensch wäre niemals das geworden, was er ist, ohne seine Mutter. Und das bedeutet auch, dass die Mütter die Gesellschaft in ihren Händen haben. Eine Mutter hat eine große Verantwortung. Sie hat nämlich die Verantwortung, den Rucksack für das Kind auf dem Weg zu Allah zu packen. Und alles, was sie in diesem Rucksack tut, kann das Kind auf seinem Weg benutzen. Am Ende liegt es nicht in den Händen der Mütter, was das Kind benutzt und wie weit es auf diesem Weg kommt. Das liegt dann in der Hand von Allah. Damit, wenn wir diesen Rucksack gepackt haben, ist unsere Aufgabe erfüllt. Ein weiteres Recht, das der Frau zusteht, ist das Recht, die Schönheit Allahs widerzuspiegeln und sich selbst aussuchen zu dürfen, wer sich zu dieser Schönheit bekennt und sie damit genießen zu dürfen. Gott ist schön und liebt die Schönheit. So lautet eine der bekanntesten Überlieferungen und überlieferten Aussagen des Propheten. Und daraus geht hervor, die Schöpfung ist schön.
Und im Islam ist der Ansicht, dass den Frauen ein größerer Teil der Schönheit bei der Schöpfung gegeben wurde. Doch damit ist gleichzeitig eine Aufgabe für uns Frauen verbunden, denn wir müssen diese Schönheit bewahren, wir müssen diese Schönheit schützen vor Augen, die sie nicht sehen sollen. Und gleichzeitig haben wir aber auch das Recht, uns aussuchen zu dürfen, wer unser Ehemann wird und wer diese Schönheit dann genießen darf. Diese uns von Gott gegebene Schönheit. Ich finde, diese Schönheit kann man sehr schön mit einer Perle in einer Muschel vergleichen. Die Muschel bewahrt die Schönheit, den Wert dieser Perle. Und sobald die Perle aus der Muschel entfernt wird und ihr der Schutz entrissen wird, verliert sie früher oder später ihren Glanz. Darum, liebe Schwestern, lasst uns diese uns von Gott gegebene Schönheit bewahren und schützen und unserer Aufgabe inshallah auch nachkommen. Und so viel heute von mir zu diesem Thema, zu den Rechten der Frauen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.